Das ist unsere Musik. Das ist die Musik von der Brassband Bürgermusik Luzern. Mit diesen Klängen und mit der BML als Verein leben wir unsere Freude an der Brassmusik. Wir pflegen Freundschaften, feiern Wettbewerbserfolg und begeistern unser Publikum. Und wir sind stolz auf unsere 100-jährige Geschichte. Kommen Sie mit mir mit auf eine kleine Zeitreise. Die Brassband Bürgermusik Luzern ist im Jahr 1922 aus der Fusion von der Harmoniemusik Luzern und dem Musikverein Götsch entstanden. Vor gut 65 Jahren ist der Verein von einer Harmoniemusik in eine Brassband umgewandelt worden. Schon immer war BML ein sehr aktiver Verein. Der Fraschi ist ein langjähriges Mitglied der BML und heute noch Veteranenobmann. Was sind die grossen Unterschiede zwischen der Bürgermusik heute und vor 50 Jahren? Vor 50 Jahren hat es viel die grösseren Leistungsunterschiede gegeben. Heute ist das viel ausgeglichener. Gute Dirigenten haben die Musik weitergeführt und die Wettbewerbe, die angegangen sind, haben das bläserische Potenzial gefördert. Ich habe das halbe Leben in dieser Bürgermusik verbracht. Wir hatten natürlich ganz tolle Dirigenten gehabt. Erst in den 80er Jahren mit einer besseren Probedisziplin sind erste nationale und internationale Erfolge überhaupt möglich geworden. Es gibt immer auch Herausforderungen zu meistern. Mit viel Pioniergeist ist es den verschiedenen Leitungsteams gelungen, Veränderungen erfolgreich einzuführen. Neben mir steht jetzt der Leo. Leo, du bist Präsident der BML in den wilden 90er Jahren. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, die wilden 90er. Da haben wir eigentlich wie die Bürgermusik neu erfunden. Das war für mich eine super Zeit, die ich nicht missen will. Um all diese Aktivitäten und Visionen mit dem Ludi zusammen in dieser Zeit überhaupt zu bewerkstelligen, mussten wir die Bürgermusik neu organisieren. Das war nicht ganz einfach, aber es funktioniert ja heute noch. In einem Fortissimo tutti klar. Stellen wir Harzberg immer wieder. An was erinnerst du dich besonders gern? Ja, da fällt mir als erstes Mal ein, dass mir hier gelungen ist, mit Yamaha Instruments einen Sponsoringvertrag abzuschließen. Absolutes Novum hier in der Szene. Yamaha unterstützt BML, weil sie wirklich hochklassige Musiker haben. Dann erinnere ich mich sehr gerne an die Gründung des Donatorenclub 1996 im Rebstock zurück. Da haben wir endlich die Finanzen in den Griff bekommen. Bürgermusik ist für mich wie eine zweite Familie. Ich habe in der Bürgermusik Freunde gefunden, die mich schon ein halbes Leben lang begleiten. Heute spielen beide Formationen rund 15 Konzerte pro Jahr und nehmen regelmässig an nationalen und internationalen Musikwettbewerben teil. BML steht für Brassmusik auf höchstem Niveau und spielt ihr Repertoire auf verschiedensten Bühnen. Mitreissend und virtuos. Was macht Bürgermusik als Verein so erfolgreich? Ein wichtiger Teil unseres Erfolgsrezepts ist die Nachwuchsförderung. Unser Nachwuchshaus ist nämlich schweizweit, wenn nicht sogar international einmalig. Bei mir ist jetzt Martin Doncé. Er hat während rund 30 Jahren für die BML mitgearbeitet. Martin, was hat dich motiviert, dich so intensiv für die BML einzusetzen und vor allem auch für die Nachwuchsförderung? Brassband ist wie ein Virus. Wenn du den einmal packst, dann lässt er dich nicht mehr los. Für mich war BML in meinen jungen Jahren eine Lebensschule. Irgendwann hat aber mein musikalisches Talent nicht mehr gelangt. Und so habe ich in die Organisation gewechselt. Und es hat mir Spass gemacht, eine Basis zu schaffen, wo andere junge Leute genau die schönen Highlights für eine Brassband erleben können. Martin, du hast die Luzerner Jugendbrassband wie auch den Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb maßgebend mitgeprägt. Was war damals die Motivation von der BML, die beiden Förderinstrumente ins Leben zu rufen? Ja, wir haben einfach gemerkt, dass wir in unserem Umfeld zu wenig Nachwuchs haben. Und so haben wir uns überlegt, analog den schweizerischen Vorbildern, der LIBB und der LSEW zu gründen. Und so ist es gelungen, in den letzten 20 Jahren mit diesen Institutionen den Luzerner Blasmusik-Nachwuchs auf breiter Basis zu fördern.
Wir setzen auf den Nachwuchs und bieten jungen Talenten die Möglichkeit, sich zu entfalten und sich weiterzuentwickeln. Dass diese Vision sehr gut funktioniert, ist in der momentanen Band ersichtlich. In der aktuellen Höchstklassformation sind nämlich rund 2/3 der Mitglieder mal Teil von einem unserer Nachwuchsgefäße und haben von dieser Förderung profitieren. Der Entscheid vom Jahr 2006, die B-Band aufzulösen und BML Talents zu gründen, hat viel zu diskutieren gegeben. Nicht alle waren damit einverstanden, aber heute wissen wir, es war definitiv die richtige Entscheidung. Die BML Talents sind inzwischen 12 Jahre alt und zählen national und international zu den besten Nachwuchsformationen. Während der Zeit bei den BML Talents erleben die jungen Musizierenden unglaubliche Erfolgserlebnisse und Glücksmomente zusammen als ein grosses Team. Wir sind extrem stolz auf die konstante und leistungsstarke Band. Es ist ein mega cooler Haufen, der brutal viel Energie hat. Ich glaube, was ich am coolsten finde, ist, dass wir einfach so eine mega Familie sind. Und man fühlt sich einfach wohl da. Nach der Probe geht man noch eins ziehen. All die tollen Momente, die wir auch mit dieser kleinen Familie erleben dürfen. Talents ist einfach ein geiler Haufen. Der Patrick Kottiger, unser Dirigent der BML Talents, ist ein absoluter Glücksfall. Als Dirigent, Motivator und Förderer ist er das Herzstück dieser Band. Paddy, du setzt dich in allen Bereichen der Nachwuchsförderung ein. Was ist deine Motivation und was ist dir wichtig, den Jugendlichen mitzugeben? Zu sehen und zu erleben, wie sich unser Nachwuchshaus bewährt und Früchte trägt, das ist eine ganz grosse Genugtuung für mich. Jugendliche fördern und begleiten, das ist meine Motivation und das macht mein Leben reicher. Bei den Talents ist es bei mir ein ganz besonderes Ansporn, ihnen Wert zu vermitteln, dass man mit Teamgedanken, Enthusiasmus, mit Fleiss und Disziplin ganz spezielle Momente erreichen und erleben, wo jeder und jede nie mehr vergisst im Leben. Und ja, Paddy, welche Momente mit den BML Talents zählen zu deinen schönsten? Oh, Selin, ich würde gerne stundenlang darüber erzählen. Aber schlussendlich ist es im Kern für mich die Erfüllung, mit dieser Band unvergessliche Momente zu kreieren. Jedes Zusammensein genießen, jede Probe, jedes Projekt. Aber natürlich Kampf der Orchester, Tattoo on Stage, all die vielen Konzerte, all die vielen Wettbewerbssiege, speziell sicher Montreux 2010, 2016 und Geschichtsträchtig 2019 der ersten Klasse. Das ist alles Wahnsinn und das berührt mich und ich bin sehr dankbar für das alles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist BML. Talents ist sehr vielschichtig, was es auch ausmacht, sei es auf einer menschlichen Ebene und auch auf einer musikalischen Ebene. Und das mischt sich sehr schön, was sehr einzigartig ist. Und ich finde, genau das ist so liebenswert. Ja, der Sieg am europäischen Brassbandwettbewerb 2014 in Schottland ist unbestritten einer der ganz grossen Höhepunkte in der Vereinsgeschichte der Bürgermusik Luzern. BML hat als erste Schweizer Band den prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen. Für alle Beteiligten war das sicher ein unvergessliches, tolles Erlebnis. The European Champion for 2014, 96 points for the technique, 97 points for the ensemble. Grand total of 193 points. Brass Band Bürgermusik. Wettbewerbe haben für die Bürgermusik und die Brassbandszene im Allgemeinen eine grosse Bedeutung. Ja, und der Erfolg zeigt es. Die Bürgermusik bringt es immer wieder fertig, tolle Performance auf die Bühne zu bringen und Erfolg zu feiern. 1982 hat die Brassband Bürgermusik Luzern das erste Mal unter der Leitung des heutigen Ehrendirigenten Fili am schweizerischen Brassbandwettbewerb teilgenommen. Was hat euch damals bewogen und motiviert, am schweizerischen Brassbandwettbewerb teilzunehmen?
Es war einfach, die Bürgermusik zu überzeugen, das erste Mal an den Contest zu gehen. In der Musikkommission sind gerade 3 ehemalige Sieger am Schweizerischen Solistenwettbewerb gesessen. Und wir sind uns einig, dass eine Brassband, die den Anspruch hat, zu den Besten zu gehören, sollte regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen. Und das ist ja dann auch gut gegangen. Wir sind gekommen, haben gespielt mit der Startnummer 1 und haben gewonnen. Michael Bach, du bist der aktuelle Chefdirigent der Bürgermusik Luzern und ich habe es eingangs erwähnt, 2014 war einer der grössten Erfolge mit dem Sieg am europäischen Brassbandwettbewerb in Schottland, wo du auch dirigiert hast. Jetzt rückblickend, was würdest du sagen, was hast du für Eindrücke von diesem tollen Erlebnis dort in Schottland? Es war unter dem Strich ein Wochenende, wo wirklich alles zusammengepasst hat. Wir hatten eine super organisierte Reise, wir hatten tolle Teststücke, tolle Juroren, super Startnummern und nachher die Leistung auf die Bühne gebracht mit einem fantastischen Vortrag von der Band. Und schlussendlich muss es auch alles zusammenpassen, dass man einen europäischen Brassbandwettbewerb gewinnen kann. Und das hat es 2014 getan. Was sagst du den Bandmitgliedern an der Vorprobe am Schluss noch und was fühlst du, wenn du auf die Bühne laufst? Ich sage immer, spielt so, dass ihr euch selber dafür applaudieren würdet. Macht dem Publikum ein grossartiges Erlebnis. Belohnt eure grosse Arbeit und kämpft dafür wie Luzerner Löwen. Was ich persönlich denke und fühle in diesem Moment, ist sehr schwierig in Worte zu fassen. Es ist sehr viel Konzentration, sehr viel Adrenalin. Aber als Brassbanddirigent ist es ein grossartiges Gefühl, mit so einer tollen Band jeweils auf die Wettbewerbsbühne zu gehen. An den Wettbewerb spielt man oft ein Selbststück, oder an den meisten Wettbewerben spielt man noch ein Selbststück. Die Bürgermusik hat in den letzten Jahren vor allem auch auf deine Initiative hin frische Stücke schreiben. Was bedeutet dir die Stücke? Ich denke, es ist mein Beitrag an die ganze Szene, dass man probiert, das Repertoire zu erweitern und zu bereichern. Seit Jahrzehnten ist die BML bekannt für ihre grossartigen Konzerte. Angefangen im Alten Kunsthaus und in den vergangenen 23 Jahren im KKL Luzern. Mit dem Auftritt im KKL hat auch eine ganz besondere Konzertgala-Ära angefangen. Herausragende Konzepte sind kreiert und Solistinnen und Solisten von Weltruf auf Luzern geholt worden. James Morrison, Simon Estes, Regula Müllemann, Bertrand Piccard oder Emil Steinberger sind nur ein paar von diesen grossen Namen, die mit der BML auf der KKL-Bühne gestanden sind. Der kreative Kopf hinter diesen Konzerten war während vielen Jahren der Ludwig Wicki, unser Ehrendirigent. Ludwig, die BML-Konzertgalas sind bekannt für ihre innovativen Konzepte. Wie habt ihr die Ideen entwickelt? Die Idee ist eigentlich aus dem heraus entstanden, dass ich gefunden habe, dass die normale Konzertform mit einer Ouvertüre oder einem Märschli und ein Hauptstück und ein Teststück und ein Solo und das alle Jahr und überall bei jedem Konzertsaal das Gleiche, das hat mich gelangweilt und ich habe gefunden, wir müssen Events veranstalten, besonders in diesem neuen tollen Konzertsaal im KKL, wo man verschiedene Stilrichtungen und verschiedene Kulturen zusammenbringt und dem Brassbandpublikum so vieles breites Spektrum kann bieten kann. Bürgermusik Luzern am Konzert erleben, aber auch daheim geniessen. Möglich machen es verschiedene Tonträger, die die Bürgermusik eingespielt hat. Darunter auch die extrem erfolgreiche Brass-Cinema-Reihe. Kein Wunder ist die BML immer wieder für Fernseh- und Gastauftritte an Grossanlässen engagiert und 2015 mit dem Prix Valo in der Sparte Blasmusik ausgezeichnet worden. Überstrahlt wird all das von der Japan-Tournee 2003. Die Reise samt Auftritten und Workshops hat der Damian Hodl organisiert, unser damaliger Präsident. Damian, Japan ist nicht gerade ein naheliegendes Reiseziel für eine europäische Brassband. Wie ist es dazu gekommen? Yamaha Music war damals schon unser Instrumentensponsor. So bin ich dann irgendwie mit den Japanern in Kontakt gekommen und konnte ihnen unsere Idee von einer Japan-Tournee vermitteln. Welche Momente sind dir speziell in Erinnerung geblieben? Da kommen mir 3 Sachen in Sinn. Als erstes ein besonderes Erlebnis
das Konzert in der Schweizer Botschaft in Osaka. Dann der Thomas Rüedi mit dem Euphonium-Solo Pilatus, das er mehrmals aufgeführt hat. Und als drittes, als Zugabe, haben wir japanische Volkslieder gespielt und der ganze Saal hat mitgesungen. Das war genial. Auch Grossprojekte im heimischen Luzern setzt die BML immer wieder gerne um. So hat sich zum Beispiel das Luzerner Theater die Oper «Dschungel» für Brassband schreiben und hat dafür die BML als Orchester engagiert. Die Jukebox, eine Mischung aus Brassmusik und Rock'n'Roll, ist im KKL 20 Mal aufgeführt worden. Das Musical hat die BML zusammen mit dem Konzertveranstalter und Notenverlag Obrasso auf die Beine gestellt. Bürgermusik ist Musik machen auf höchstem Niveau mit sehr guten Freunden. Bürgermusik ist für mich das Hobby. Ich habe eigentlich keine anderen Hobbys und nebst dem Arbeiten und der Familie verbringe ich meine Zeit einfach in Bürgermusik. Bürgermusik liegt mir sehr viel, weil ich dank der Bürgermusik sämtliche Sachen machen wie LSEW, LIWW, Talent und jetzt auch mit Bürgermusik mitspielen und dadurch ist eigentlich sehr gut gefördert worden. Auf einer Seite ein Hobby, aber es ist auf der anderen Seite auch Familie, viele Kollegen, wo wir nicht nur an der Probe zusammen sind, auch sonst viel miteinander machen. Und das ist einfach etwas Wichtiges in meinem Leben. Was haben wir mit der BML seit der Gründung im Jahr 1922 alles bewegt und erlebt? Das Publikum elektrisiert, junge Talente gefördert, Wettbewerb gewonnen und unzählige Menschen mit dem Brassvirus angesteckt. Und was kommt jetzt? Wir sind gespannt. Wir sind bereit für tolle Auftritte und für weitere Erfolge in Luzern, in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Ich wünsche der Bürgermusik vor allem gute Talente als Nachwuchs, damit sie weiterhin Weltklasse bleibt. Ja, das gehört so für die Musikstadt Luzern. Faszinierend ist heute, dass man nicht nur Band als solche, sondern auch Talents sind beide ganz sackstark. Ich wünsche der BML alles Gute, musikalische Höhenflüge, weiterhin so Top-Spitzenresultate, die auch motivieren zum Weiterarbeiten und weitere Ziele zu erreichen und einfach im musikalischen Arbeiten nutzen.